Und genau darüber möchte ich sprechen mit Rainer Wendt, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Wendt, also unsere Journalisten, Investigativreporter haben das rausbekommen, dass der Mann Syrer ist, seit 2018 hier in Deutschland in einer Asylbewerberunterkunft lebt. Von den Behörden offiziell immer noch gar nichts dazu. Warum? Das sind nicht die Behörden, das ist die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ist, man spricht von der Herrin des Verfahrens, und die Staatsanwaltschaft beschließt auch, welche Informationen die Polizei herausgeben darf und welche eben nicht. Und behält sich vor, so wie das heute wahrscheinlich der Fall sein wird, später in einer Pressekonferenz die Dinge bekannt zu geben, die verfahrensrelevant sind. Das heißt, Sie sagen, da hält man den Deckel noch drauf, liegt jetzt nicht an den Ermittlungen der Polizei, die ja wirklich erstmal einen echten Erfolg erzielt haben, dass sie den Mann so schnell festnehmen konnten. Ja, die Polizei hat klug ermittelt und hat den Ermittlungserfolg auch dann bekannt gegeben, aber mehr eben auch nicht. Und alle Hintergründe ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Es wird ja möglicherweise, das kann man zumindest hoffen, auch noch weitere Festnahmen geben, denn der Täter hat ja nicht alleine gehandelt. Ja, wenn man sich jetzt aber die Biografie so anguckt, da kommt jemand 2018 hier zu uns, wir gewähren Schutz, der bekommt hier was zu essen, der hat ein Bett zum Schlafen, ist also hier in unserem Land sicher, ja, vor dem Krieg auch geflohen. Nun schieben wir nicht ab nach Syrien, auch nicht bei Straftätern. Das ist nun in der Diskussion. Wenn Sie jetzt auf diesen Fall noch mal schauen, würden Sie sagen, das wird wirklich Zeit, dass das umgesetzt wird? Ja, ganz bestimmt wird das Zeit. Wir erleben ja immer wieder die gleichen Muster. Junge Männer, die aus diesen Teilen der Welt und auch aus anderen Teilen der Welt zu uns gekommen sind, sich keinen Deut scheren um unsere Rechtsordnung und dann auch gefährlich sind. Bis dann endlich sozusagen ein Tötungsdelikt da ist und tatsächlich die Untersuchungshaft mal kommt. Und wir alle machen uns auch gar keine Illusionen, wie die deutsche Strafjustiz mit der vollen Milde des Gesetzes reagieren wird. Das heißt, es gibt dann Strafen auf dem Niveau von 3 Wochen Fernsehverbot und danach bleiben die Personen bei uns. Und genau das muss sich ändern. Vor solchen gefährlichen Tätern muss die Bevölkerung auch geschützt werden. Die Union beispielsweise hat einen sogenannten Ausreisearrest mal ins Spiel gebracht. Ich hoffe, dass das was wird, dass gefährliche Menschen, wenn wir sie schon nicht abschieben können, auf jeden Fall sicher untergebracht werden, sodass die Bevölkerung vor ihnen geschützt wird. Ja, ich meine, wir haben ja viele Eltern, die jetzt sagen, ich habe Teenager zu Hause, ich traue mich gar nicht mehr, die vor die Tür zu lassen, denn diese Fälle werden ja offenbar mehr. Ich bin auch Vater und ich bin auch Großvater, mache mir genau dieselben Sorgen und spreche mit meinen Kindern häufig darüber, wie man sich gefahrenbewusst verhält, weil man eben nicht sicher sein kann, dass man auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht attackiert wird. Und man sieht ja hier an diesem Fall auch, dass man noch nicht mal einen Anlass geben muss. Das heißt, völlig aus dem Nichts, völlig sinnlos, tödliche Gewalt. Und das ist ja alles kein Einzelfall. Das erleben wir ja leider immer wieder. Herr Wendt, ich möchte mit Ihnen noch über ein anderes Thema sprechen, warum wir Sie eigentlich auch eingeladen haben. Der Polizeibeauftragte des Bundes, Uli Grötsch, der stellt heute seinen ersten Bericht in diesem Amt dann auch vor. Ich weiß aus vielen Gesprächen mit Ihnen schon im Vorfeld darüber, dass Sie diesem Amt ja generell sehr kritisch gegenüberstehen, weil Sie eigentlich eher sagen, das ist mehr eine Kontrolle für die Polizei anstatt eine Hilfe. Das heißt, was erwarten Sie denn von diesem Bericht? Naja, der Herr Grötsch, der ist ja noch nicht lange im Amt. Um mal in der Fußballsprache zu bleiben, wir haben ja viel über die Europameisterschaft gesprochen. Das Amt des sogenannten Polizeibeauftragten ist genauso überflüssig wie der zweite Fußball auf dem Rasenplatz. Man braucht ihn überhaupt nicht, schadet er. Und es ist eine reine parteipolitische Angelegenheit. Hier wird eine politische Paralleljustiz geschaffen, weil die Bundesinnenministerin, das haben wir in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie erlebt, dass eine Bundesinnenministerin ihrer eigenen Polizei nicht über den Weg traut und deshalb glaubt, so eine politische Paralleljustiz einrichten zu müssen. Man kann nur hoffen, dass nach der nächsten Bundestagswahl dieser Spuk ganz schnell zu Ende ist und eine neue Regierung diesem Amt schnell wieder ein Ende bereitet. Das brauchen wir wirklich nicht. Wir haben Gerichte, wir haben Staatsanwaltschaften, wir haben eine funktionierende Justiz. Der Justiz braucht man nicht zu misstrauen und der Polizei auch nicht. Ja, die CDU hat ja schon angekündigt, im Fall der Machtübernahme würden die dieses Amt sofort wieder einkassieren. Ich hoffe das. Herr Wendt, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch.